Schönen guten Morgen zusammen. Ich mache heute erst die Legung und dann suchen wir aus, denn ich brauche einfach mit großen Karten diesen Platz. Und wir schauen, was der Tag an Infos oder Input mitbringt. Und wir haben hier schon mal das Gleichgewicht. Also irgendwo ist was außer Takt und möchte jetzt wieder ins Gleichgewicht. Okay, und dann wird es jetzt schon spannender. Also hier kann es darum gehen, dass man sich vielleicht um andere mehr bemüht als um sich selbst. Wir haben hier das Gleichgewicht zwischen Selbstliebe und Seelengefährten. Möglicherweise habt ihr bald eine Begegnung, die euch jemanden ins Leben bringt, der euch das Thema Selbstliebe aufzeigt. Und ihr habt dadurch die Chance, in euer persönliches Gleichgewicht zu kommen. Das mit der Selbstliebe, das ist so ein Ding, ne? Einsteils kann man sich gut annehmen und trotzdem findet man immer was, an dem man wiederum macht. Und am Ende haben wir uns alle nicht selber gemacht und beurteilen doch sehr vieles, wofür wir anscheinend nicht gut genug sind, ne? Hier möchte sich etwas entfalten. Also ich sag mal so, wenn ich in meinen Selbstliebeprozessen das Gleichgewicht halten könnte, wäre ich sehr dankbar, weil es geht wirklich mal besser, mal schlechter, manchmal ist es auch ein Kampf. Eigentlich finde ich mich ganz okay, aber es gibt Tage, da haderst du einfach mit dir. Das können Kleinigkeiten sein. Vielleicht hält man auch krampfhaft an etwas fest, dass man, wisst ihr, man macht 99 Dinge gut und eins macht man nicht so gut und an dem einen beißt man sich fest und das hat dann so eine Schwere, das kleine Stück hat so eine Schwere und es hindert einen an Leichtigkeit oder auch an Entfaltung von einer gesunden Grenze auch. Und da geht es drum, ne? Dieses ich bin okay, ich bin gut so wie ich bin. Ich zeige mich, ich habe vielleicht auch Mut zur Lücke irgendwo. Und es ist trotzdem okay, um diese Themen geht es. Möglicherweise, wie gesagt, kommt jemand in dein Leben, der dir das sehr aufzeigt. Oder aber der dich so nimmt, wie du bist. Und das hilft dir irgendwie weiter und bringt dich selbst auch dieser Eigenschaft näher. Wie immer, alles, was ich sage, sind meine eigenen Gedanken, meine Meinung zu den Themen. Ihr könnt jederzeit anderer Meinung sein. So. Ja, Gleichgewicht und Gelassenheit. Also das Gefühl der Gelassenheit, die Dinge, die sind eben, wie sie sind und was ich nicht ändern kann, kann ich annehmen. Und da geht es immer auch so ein bisschen drum. Hier unten haben wir jetzt das Thema Musik und mir fällt sofort ein Lied ein. Und das nennt sich Serenity Prayer und Sinead O'Connor hat es gesungen und da ging es um das Thema. Jetzt habe ich Gänsehaut. Also Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ne? Also was nehme ich einfach so hin, obwohl ich es ändern könnte und wo kann ich nichts machen und es darf deshalb so sein. Und ich rechne damit nach diesem Kartenblatt, dass ihr vielleicht auch über die Musik hier irgendwelche Infos kriegt oder auch so Sachen, wo ihr euch ertappt fühlt bei euren Prozessen oder bei den Dingen, die mit Selbstliebe zu tun haben. Ne?
wenn man bewusst hört, manchmal sind es auch nur die Töne, die irgendwas in einem bewirken. Und ich glaube, um sowas geht es. Wir kriegen hier Impulse, möglicherweise über das Thema Musik, über ein Lied, über irgendetwas, das euch in diesem Bereich begegnet, das viel auslösen kann, das euch ein anderes Gleichgewicht bringt oder auch mehr Gelassenheit im Umgang mit sich selbst und auch mit den Sachen, die man eventuell nicht so gut kann. Wir gucken mal, was die Intuitionskarten von Martin Zoller noch dazu sagen. Spannend, ne? Das Thema hatten wir so auch noch nicht oder seltenst. Bin ich gespannt. Ja, hier kommt ein Veränderungsprozess, man durchschreitet ein Tor. Man möchte vielleicht die Veränderung auch so haben, dass sie eben lichtbringender sind und dass man hier gediegen durch dieses Tor der Veränderung gehen kann, ne? Weil man einfach spürt, es ist Zeit, ich brauche etwas nicht mehr, ich kann es annehmen. Ich weiß nicht, manchmal hat es ja auch was mit dem Alter zu tun. Wenn du jung bist, versuchst du möglichst vielen zu gefallen und einem Partner zu gefallen oder eben mit der Masse mitzugehen, damit du auch nicht gemobbt wirst. Und ab so einem gewissen Alter, so ist es zumindest bei mir, brauchst du das nicht mehr so. Aber die Themen bleiben einfach gleich, ne? Das bewertet werden oder das Analysieren der eigenen Person, das finde ich oft sehr schwierig. Also gerade wenn es auch von anderen kommt und auch grenzüberschreitend, ne? Okay, jetzt gucken wir mal, was der kleine Engel hier noch sagt. Erschaffe dir Ruheinseln im Alltag. Auch das gehört zur Selbstliebe, ne? Dass man sich pflegt, dass man nicht ständig über seine Grenzen geht, dass man sich Auszeiten nimmt, dass man einfach genießt, egal was man jetzt für Umstände hat oder ja, wo man mit sich selber nicht im Reinen ist. Okay, ihr Lieben, dann, was nehmen wir heute? Ich habe hier zwei, die nehme ich ganz selten, weil sie ganz hinten liegen, aber die würde ich gern öfter nehmen und ich tue das jetzt mal weg, dann haben wir Platz. So, dabei belassen wir es. Also diese zwei könnt ihr eine auswählen. Ich stelle heute mal nichts hin. Ich nehme hier die Kerzenseite und da haben wir den Engel fürs Cadusiel. So, hier geht es jetzt darum, dass man den fragen kann nach dem wahren Grund, weil er das göttliche Auge, die Ohren und der Mund ist. Und die Antwort von ihm findest du selbst bei dir im Herzen.